Aus Kiew ist jetzt unser Korrespondent Christoph Wanner zugeschaltet. Christoph, guten Morgen. Also die Kampfhandlungen, die scheinen sich ja eher noch zu intensivieren, insbesondere im Bereich Donezk. Was hörst du von dort? Ja, südlich von Pokrovsk machen die Russen Druck und versuchen wohl in die Nachbarprovinz, der Provinz Donezk, Dnepropetrovsk, einzudringen. Und die Russen sind nicht mehr weit weg von den Grenzen, von diesen Oblast-Grenzen, vielleicht noch 4, 5 Kilometer, manche sagen auch 3 Kilometer. Und wenn es den russischen Streitkräften gelingen sollte, in die Region Dnepropetrovsk einzudringen, dann wäre das das erste Mal in diesem Krieg, dass russische Soldaten einen Fuß in das Gebiet Dnepropetrovsk setzen. Da gibt es Großstädte wie Pawlograd, wie Dnipro selbst. Und es gibt da natürlich auch sehr viele kleinere Orte, um die es jetzt erst einmal geht im Bereich der Grenze Dnepropetrovsk, Donezk, Novopawlowka heißt da dieser Ort, den die Russen angreifen. Und das Ganze scheint da eng zu werden für die Ukrainer. Es hängt damit zusammen, dass die Russen bei Pokrovsk selbst bei diesem Ballungsraum auf Granit beißen. Da stehen die ukrainischen Verteidigungslinien und jetzt versuchen sie das Ganze zu umgehen und eben in diese Nachbarprovinz einzudringen, um da möglichst viel zu erobern, um Verhandlungsmasse zu bekommen bei künftigen Friedensgesprächen, um dann eventuell diese Gebiete in Dnepropetrovsk einzutauschen gegen Gebiete, die die Russen beanspruchen in den 4 Provinzen, die sie 2022 annektiert haben und nur zum Teil kontrollieren. Also die Provinzen Saporoschschja, Cherson, Donezk und Lugansk. Darum könnte es gehen und diese Provinz Dnepropetrovsk ist für die Russen wohl auch deswegen so interessant, weil es da wenig Großstädte gibt, wenig Industrieanlagen, also wenig Anlagen, aus denen man Verteidigungsobjekte machen kann, sehr viel Waldsteppe und die Ukrainer haben da erst vor kurzem begonnen, ihre Schützengräben wirklich hochzuziehen. Also von daher kann das heikel werden dort. Christoph, kurz nach dem Amtsantritt von Donald Trump haben Marie und ich mit dir ja immer wieder über die möglichen Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine, Russland unter Vermittlung der USA gesprochen. Jetzt in den vergangenen Tagen haben wir überhaupt nicht mehr darüber geredet, haben kaum was gehört. Also bedeutet das denn aus deiner Sicht, dass dem Frieden überhaupt keine Chance mehr im Moment gegeben werden kann oder keine Rede davon ist? Also wir sehen im Augenblick recht wenig. Da bin ich komplett deiner Meinung. Aber das heißt ja nicht, dass nichts passiert. Ich glaube, dass im Hintergrund eben doch sehr viel geschieht und dass die Russen mit großem Engagement versuchen, die Amerikaner auf ihre Seite zu ziehen. Und sie versuchen, den Amerikanern zu erklären, dass ein Frieden kommen muss zu russischen Bedingungen. Was wir dann einen Diktatfrieden nennen würden, wo die Ukrainer natürlich nicht mitmachen. Zumindest stand sie jetzt. Und ich beobachte da eben sehr viel Aktivität von einem Mann, über den wir in letzter Zeit oft gesprochen haben. Das ist Kyrill Dmitrijew. Das ist ein Aufsteiger im Kreml, Putins Mann für Wirtschaftsfragen, der auch immer wieder Mitglied der Verhandlungsdelegationen der Russen war in letzter Zeit, auch in Saudi-Arabien war, in Washington war, bei Steve Witkoff, dem Sondergesandten des amerikanischen Präsidenten. Und jetzt hat sich eben Kyrill Dmitrijew gestern in Moskau mit Vertretern der amerikanischen Handelskammer getroffen. Da sind wohl noch 150 amerikanische Firmen in Russland aktiv, trotz dieser ganzen Probleme. Und da versucht er, sie immer wieder zu ködern mit Wirtschaftsdeals, mit Angeboten, gemeinsam Geschäfte zu machen, Rohstoffe zu fördern. Schwer aktiv und das Ganze missfällt natürlich hier Selenskyj enorm. Er hat sich dann dazu auch gestern geäußert und gesagt, dass dieser Kyrill Dmitrijew nichts anderes sei als ein Separatist. Und das ist eine sehr gewagte Aussage von Volodymyr Selenskyj, wie ich finde. Und zwar sagt Selenskyj, dass Dmitrijew hier in Kiew geboren wurde und jetzt für die Russen arbeitet. Dazu muss man aber wissen, dass Dmitrijew 1975 geboren wurde. Und da hieß das Ganze hier Sowjetunion.
Und damals haben die wenigsten Menschen in Einzelstaaten gedacht, sondern das war eben ein Land, egal ob du in Wladiwostok oder in Moskau oder in Kiew wohnst, das war die Sowjetunion für die meisten. Und mit dem gleichen Erfolg könnte man jetzt auch sagen, dass der Oberbefehlshaber der ukrainischen Truppen ein Russe ist. Nur weil Alexander Syrski in der Nähe von Moskau geboren ist, in dem Oblast Wladimir. Das ist so ungefähr 170 Kilometer östlich von Moskau. Und der hat dann auch noch an der Moskauer Militärakademie studiert, Alexander Syrski. Und da kommt ja auch keiner auf die Idee zu sagen, dass er Russe ist. Also das, was Zelensky da gesagt hat, ist gewagt, wie ich finde, aber verständlich, weil natürlich der Ärger groß ist über die russischen Versuche, die Amerikaner auf ihre Seite zu ziehen. Ja, und das ist sicherlich auch nicht das letzte Mal, dass wir Kritik an dieser Personalie aus Kiew hören werden. Christoph, vielen Dank.